Mein Name ist Anna Schneider, ich bin Soziologin am FAU Kompetenzzentrum für interdisziplinäre Wissenschaftsreflexion und mein Berührungspunkt mit KI ist aktuell hauptsächlich Wissenschaftskommunikation und KI. Wir sind in dem Bereich auch Schlüsselqualifikationen und Zusatzstudien zuständig, das heißt, wir sind über alle Fakultäten hinaus, bieten wir Lehrangebote an und haben auch unsere eigenen Forschungsgebiete und da bin ich eben aus der soziologischen Perspektive, aber das Kollegium ist sehr interdisziplinär aufgestellt. Ich nutze es auf der einen Seite für die Lehrvorbereitung tatsächlich. Das heißt, ich gebe auch Aufgaben an die KI ab. Dafür ist es ganz hilfreich, um zum Beispiel mal Rollenspiele oder komplexe Denkaufgaben vorzubereiten, da Entwürfe zu erstellen und Ähnliches. Und in der Lehre selber setze ich es gerne auch für die Studierenden als praktische Arbeit ein. Also, dass wir zum Beispiel mit ChatGPT oder Playground oder Ähnliches wissenschaftskommunikative Beiträge erstellen, das Ganze nochmal reflektieren. Und das wäre eigentlich auch schon diese zweite Ebene dieser Reflexion. Was bietet KI mittlerweile? Wie ist es gesellschaftlich, aber auch im Wissenschaftsmanagement, im Wissenschaftssystem, im Wissensgeneration inkludiert und wie können wir darüber nachdenken und dann auch eine reflektierte Handlungskompetenz schaffen. Ich versuche überhaupt erstmal die Herangehensweise an solche Bereiche wie Prompting mit aufzuarbeiten und dann oft mit jetzt sehr viel ChatGPT und dann auch Bildgenerierungsprogramme wie zum Beispiel Playground. Ich versuche mich dann gelegentlich mal in die Videobereiche noch einzuarbeiten, aber da muss ich einfach sagen, das ist so Learning by Doing und die Programme ändern sich so häufig, dass es viel weniger darum geht, 10 Programme beizubringen, sondern viel eher darum, wie funktionieren diese Programme, wie kann ich auch kommunizieren mit den Programmen, um die Aufgabe weiterzugeben und auch ein verständliches Ergebnis herauszubekommen. Prompting ist für mich aktuell so die Kommunikationsform. Also wie können wir das jetzt übersetzen, was wir von der KI wollen? Das wird vermutlich an irgendeinem Punkt, und das wird zunehmend stärker von der KI für uns übernommen, aber noch sind wir an dem Punkt, an dem natürlich diese Definition der Aufgabenstellung, der Frage, die wir an die KI weitergeben, sehr viel hängt von dem, was wir dann herausbekommen oder von der Qualität. Und das überhaupt mal verständlich zu machen, dass man dann mit auch zum Erfolg kommt. Also nicht einfach nur fragt, ich hätte gerne Informationen dazu, sondern ins Detail geht, nochmal gegenprüft, ob das dann auch passt, wirklich möglichst viele Definitionen oder auch Rolleneingaben an die KI weitergibt, um dann nutzbarere Ergebnisse zu bekommen. Und ich sage auch extra nutzbarere, weil unser Punkt natürlich auch der ist, man kann die nutzen, man muss aber immer noch reflektiert herangehen und muss auch kritisch herangehen. Also ich arbeite sehr gerne mit Studierenden und KIs zu Themen, die sie sehr gut kennen, damit sie dann auch prüfen können, ob die Ergebnisse, die sie erhalten, tatsächlich Sinn machen oder eben auch nicht. Das ist mir dann noch ein ganz wichtiger Punkt. Die Verantwortlichkeit fängt bei uns selber an. Wir haben jetzt auch im nächsten Frühling zum Beispiel eine Spring School geplant am Institut KI und ich. Und das ist auch etwas, das ich vermitteln möchte. Die geht auch nicht weg. KI ist ein Tool. Wir haben schon öfter, glaube ich, sicherlich auch das Beispiel gehabt, KI und ein Taschenrechner. Irgendwann war der Taschenrechner da, der kann zwar das Rechnen machen, aber was ich eingebe und was ich mit den Daten mache, ist immer noch etwas, das dann in der Hand der einzelnen Person ist. Und das ist eigentlich auch so meine Herangehensweise. Also es ist ein tolles Tool, man muss aber etwas verstehen, wie es funktioniert und man muss es auch prüfen können. Und auf der anderen Seite geht es ja nicht nur um die Nutzung, sondern auch darum, dass wir jetzt alle Rezipienten des Ganzen sind. Also auch die Studierenden nehmen überall wissenschaftskommunikative Beiträge wahr, lesen Paper, die mit KI erstellt wurden und müssen natürlich auch verstehen, was steckt da dahinter, was ist der Eigenbeitrag, was ist der KI-Beitrag und wie muss man das vielleicht auch bewerten. Es hat sich auf 2 Ebenen wieder verändert, auf der Vorbereitung tatsächlich und auf der Auswahl von Inhalten. Das heißt, ich nutze es natürlich, ich bin genauso Anwenderin wie auch die Studierende und ich muss mich zum einen einarbeiten in das Ganze, um das nutzen zu können und muss auch so ein bisschen informiert bleiben, mich einlesen, mal schauen, was gerade aktuell herauskommt. Kann das auch nur begrenzt, weil unsere Arbeitszeiten sind nun mal begrenzt und eigentlich auch für andere Bereiche schon gut verbucht.
Auf der anderen Seite hilft es natürlich auch, wenn man sich eingearbeitet hat, wie gesagt, mal andere komplexe Sachen mit aufzunehmen oder mal auch neue Tools auszutesten. Diese Podcast-Erstellung mit KI, überlegt, ich habe jetzt Podcast-Walks manchmal in der Lehre, vielleicht erstelle ich jetzt mal meine eigenen Podcasts basierend auf Artikeln dazu. Also da gibt es ja jetzt immer neue Möglichkeiten, die mich dann auch so ein bisschen kitzeln, das zu testen. Und das heißt, auf der einen Seite setze ich es in der Lehre als Tool ein, je nachdem welches Thema. Auf der anderen Seite thematisiere ich KI aber auch ganz konkret und sage zum Beispiel, wie ist denn jetzt KI? Wie ist die Rolle in der Wissenschaft? Wie ist der Rolle in der Wissenschaftskommunikation, ist eben gerade so mein Bereich. Aber auch in Seminaren, die thematisch erstmal gar nichts mit KI zu tun haben, nutze ich zum Beispiel in Projektarbeit die KI mal als Teammitglied oder Ähnliches und versuche da einfach mal zu gucken, was geht. Das hat sich schon geändert. Also es wird mehr standardisiert. Die Zahlen, ich erhebe das normalerweise auch am Anfang meiner Seminare, sind so, dass ungefähr 3/4 schon mal was damit gemacht haben und 1/4 normalerweise doch sehr viel Abstand nimmt. Für uns natürlich auch die Frage, wie gut können die das dann nutzen? Also wird es schlichtweg überhaupt nur genutzt, wird es auch reflektiert genutzt und wird es auch mit einem Ziel genutzt, das wirklich wissenschaftlich dann auch standhält? Oder kommt am Schluss eben das raus, was man denkt, was man gerne glaubt, dass es das richtige Ergebnis ist, aber wo wir dann spätestens bei der Korrektur da sitzen und sagen, na ja, darauf wollten wir eigentlich gar nicht hinaus. Insgesamt hat sich für mich ergeben, dass da ein transparenter Umgang mit sehr wichtig ist. Studierenden sprechen gerne darüber, sie nutzen es auch gerne und bei uns in den Schlüsselqualifikationen können wir uns das leisten, dass wir das eben auch aktiv mit einbauen. Wir müssen nicht zu sehr auf Prüfungsleistungen oder Ähnliches schauen und geben dementsprechend auch weniger Grenzen vor, sondern arbeiten lieber bewusst und auch sozusagen mit Erlaubnis damit und versuchen da gemeinsam zu gucken, wie können wir es nutzen und weiterentwickeln. Ich weiß, dass die meisten dieser Studierenden KI irgendwie nutzen, ob ich es jetzt zulasse oder nicht, auch für Hausaufgaben, für Textzusammenfassungen oder Ähnliches. Und das dann auch zu thematisieren. Also nicht, wir schweigen KI tot und ich sage, ich möchte es einfach nicht im Kurs, so funktioniert es nicht mehr. Also man kann die Entwicklung nicht mehr zurückdrehen, sondern wirklich am Anfang auch zu kommunizieren, dass wir das eben gerne nutzen können, dass ich in einer sinnvollen Art und Weise auch schätze, dass wir auch besprechen können, inwieweit das Sinn macht, dass ich aber eben auch erwarte, dass gewisse Arbeitsaufträge dann mindestens gegengeprüft werden, beziehungsweise dass die Arbeitsaufträge so gestellt sind, dass immer noch diese Eigenleistung mit dabei ist. Also da geht es mir eher darum, dass wir wirklich darüber reden und nicht eine gemeinsame Lösung finden. Oder ich habe auch Kurse, in denen gibt es eine Aufgabe und dann kommt so ein flapsiger Kommentar. Ach, da frage ich einfach mal ChatGPT. Und dann steht man jetzt da und sagt entweder nein, machen Sie es nicht, aber in einer echten Situation im Leben würden Sie es ja auch machen. Also dann das lieber begleiten und sagen, das können Sie machen, aber dann müssen Sie danach auch das Ganze nochmal gegenprüfen oder schauen, ob das eben auch wirklich sinnvoll ist. Es ist natürlich wahr und es ist was wir auch oft diskutieren, wo ich mir auch oft Gedanken mache, wie weit kann ich mich da wirklich zeitlich einbringen. Und ich glaube, man braucht schon auch ein Interesse und einen Wunsch, das zu tun. Ich glaube aber auch, wir kommen nicht daran vorbei. Es entwickelt sich so schnell, irgendwann wird man auch überholt. Das heißt, ich glaube, es ist ein Eigeninteresse, sich daran zumindest begrenzt weiterzubilden. Ich würde niemanden zwingen wollen, das zu tun. Ich glaube, man muss es wollen, wie gesagt, sonst funktioniert es auch nicht. Aber gerade wenn man sagt, ich möchte meine Lehre ansprechend gestalten, ich möchte auch irgendwo den Zugang zu den Studierenden behalten und irgendwann vielleicht auch diesen Profit haben, denn man kriegt auch einen Profit schon auch heraus. Andere Konzepte, andere aktive Methoden oder grundsätzliche Methoden, Entwürfe, die einem sonst vielleicht sehr viel Zeit kosten würden. Ich glaube, da ist es einfach besser, wenn man proaktiv mit umgeht. Man muss sich jetzt mehr daran einarbeiten, welche technologischen Entwicklungen im Hintergrund vielleicht fortschreiten und wie diese Digitalisierung sich einfach auf die Lehre, auf das Lernen und auf das Lehrumfeld auswirken. Das heißt, man muss sich da vielleicht mehr aktualisieren, als man es früher getan hat und muss natürlich auch antizipieren, wie sich das verändern wird. Das heißt, wir haben nicht nur die aktuellen Studierenden, die bereits neue Bedürfnisse mitbringen oder Erfahrungen. Wir haben auch die Schüler, die jetzt noch in den Schulen sind, die noch wesentlich vertrauter damit sein werden, die auch ganz andere Ansprüche haben, die vielleicht sogar mehr Erfahrung mitbringen, aber nicht unbedingt mehr Reflexion. Und da sehe ich tatsächlich auch noch eine Verantwortung.
Auf der einen Seite braucht man ein Bewusstsein für KI, dass es eine Rolle in der Wissenschaft spielt, teilweise auch spielen sollte, hier disziplin- oder fächerübergreifend mal mehr oder mal weniger, dass es aber auch in Bereichen wie Wissenschaftsmanagement oder Wissenschaftskommunikation eine Rolle spielt, dass nicht mehr alles menschengemacht ist, dass das auch nicht negativ sein muss, aber dass man das einschätzen lernen können muss. Und das müssen wir auf der einen Seite auch im Forschungsbereich berücksichtigen, vielleicht auch einplanen. Wir müssen es aber auch weiter vermitteln an die Studierenden in der Lehre. Studierende, die sich meinen Kurs aussuchen, wissen von vornherein natürlich, dass KI ein Thema ist und normalerweise auch, ob mit KI praktisch gearbeitet wird oder ob KI tatsächlich nur auf der Metaebene reflektiert wird. Also das entspricht der Kursbeschreibung, den Kurstiteln. Wenn wir praktisch zum Beispiel mit KI arbeiten, wird auch schon Hinweis darauf gegeben, auf welche KIs es hinausgeht. Das heißt, wo muss man sich eventuell auch anmelden? Das sind jetzt auch Sachen, die man mitdenken muss. Natürlich wollen Studierende das, wollen das nicht. Hawkey erleichtert das jetzt teilweise, aber auch hier sind nicht alle Programme involviert. Das heißt, die Studierenden müssen es irgendwie wissen, worauf sie sich darauf einlassen. Und im Kurs selber gibt es dann zwei verschiedene Herangehensweisen. Ich habe sozusagen meine Texte, auf die ich zurückgehe, um überhaupt mal KI vorzustellen. Ich benutze auch manchmal zum Beispiel KI Campus, um Kurse vorzuschalten, gerade für die Studierenden nach Wahl, je nachdem, welcher Hintergrund schon da ist, dass sie sich mal einlesen können, Machine Learning überhaupt erstmal ein Wort wird, weil ich für sowas auch gar nicht die Zeit in den Kursen habe, sondern so ein minimales Grundverständnis natürlich schön ist, beziehungsweise das auch sehr individuell ist, wie tief man gehen möchte. Und dann im Kurs beim praktischen Arbeiten gibt es tatsächlich oft Aufgaben mit entweder zusätzlichen Videotutorials oder wir arbeiten das gemeinsam auch im Kurs durch, damit man da an der Hand geführt wird. Auf der anderen Seite nutze ich tatsächlich gerne Peer Groups, weil sich gezeigt hat, wie gesagt, einige Studierende sind weit schon versiert darin und andere haben es einfach ein-, zweimal so hoppla hopp genutzt und die können sich da teilweise selbst viel mehr gegenseitig beibringen, als ich es als Einzelperson für eine große Gruppe könnte. KI kann zum einen organisatorisch mittlerweile viel helfen, auch einfach mal Texte zusammenfassen, Sachen sortieren, sich auch mal beim Brainstorming unterstützen, Sachen nochmal gegenprüfen lassen. Dann haben wir natürlich die ganzen Übersetzungs-KIs. Also ich denke hier viel an Schreib- und Übersetzungs-KIs. Es gibt sehr viel im kreativen Bereich, also wir jetzt an Bild- oder Video zum Beispiel Generierung denken, aber das ist wesentlich komplexer. Also meine Erfahrung in der Lehre und auch in der eigenen Anwendung ist, dass es mittlerweile sehr gut geht mit zum Beispiel ChatGPT und Schreiben oder mit DeepL Write oder DeepL Translate oder ähnliches. Das ist aber dann, wenn es in Richtung, sei es Adobe Firefly oder Playground in die Bildgenerierung gibt, sehr schnell zu Frustrationen kommen kann. Was ich tatsächlich auch gerne in der Lehre nutze, weil mein Ziel ist ja nicht nur, dass alles gut klappt, sondern dass die Studierenden eben gerade diesen Frust erfahren. Zum einen natürlich auch ein bisschen lernen, wie es besser geht, aber auch wissen, da ist eben eine Grenze. Und ich muss jetzt auch lernen, wie kann ich das wirklich als Handwerkszeug besser nutzen, um Zeit zu sparen und wo lohnt es sich nicht, beziehungsweise wo muss ich vielleicht auch noch warten, bis es sich weiterentwickelt hat. KI kann noch nicht so gut in Bilder umsetzen, was wir uns vorstellen. Ich hatte diese wunderschönen Versuche letztens mal und wollte eine Universität, ein altes Universitätsgebäude in einem grünen Park oder in einem grünen Gebiet haben. Und ich habe 4-mal Bilder bekommen von verschiedenen KI-Bildgenerierungsprogrammen von Universitäten mit grünen Türen. Warum auch immer, egal wie ich das umgeschrieben habe. Also da kann man so viel Zeit noch nicht sparen. Und ich glaube, das ist eine Problematik, kreative Prozesse tatsächlich so umzusetzen. Generalisierte Ideen kann man schon wiederfinden, Text wiedergeben, das funktioniert alles ganz gut. Aber man muss ja bedenken, dass KI immer auf was zurückgreift, was schon irgendwo in den Daten ist, also was schon besteht. Das heißt, Neuschöpfungen kann KI noch nicht sehr gut. Und auch wirklich weitergehende Gedanken umsetzen. Wenn wir sagen, wir haben 1, 2 Stichworte, dann kann das nicht in unsere Köpfe schauen. Und das wird noch eine Weile dauern und es ist vielleicht auch ein Wunsch, dass das gar nicht zu tief hineingeht, sondern dass wir da bei Kreativität immer noch mal einen Schritt hinausgehen und dann lieber neuen Input der KI mehr oder weniger lernen. Es gibt mittlerweile verschiedene Kurse oder auch Empfehlungen, dass man einfach schaut, das möglichst genau zu definieren. Letzten Endes interessanterweise gar nicht so viel anders, als wenn man überlegt, dass Studierende eine Fragestellung für eine Hausarbeit formulieren. Und es muss einfach immer konkreter werden. Umso sehr man es eingrenzt, umso klarer kann
ich eine Frage beantworten und umso klarer ich das kann, umso klarer kann es der KI auch. Also das ist ganz nett, dass das gar nicht so weit abweicht. Und wir arbeiten einfach nur daran, überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ich kann nicht einfach einen Halbsatz rüberschmeißen und dann erwarten, dass da jetzt eine detaillierte Antwort kommt in die Art und Weise, wie ich mir das vielleicht vorstelle, aber gar nicht gefragt habe, sondern dieses Abwarten, durchdenken und dann mit Prompts auch nochmal zu arbeiten, diese zu verbessern. Also nicht das erstbeste Angebot anzunehmen, sondern dass da tatsächlich lange Unterhaltungen entstehen können mit der KI, bis man zu dem Ergebnis kommt, was natürlich besonders gut übbar ist, wenn man sich mit dem Thema schon mal auskennt. Das heißt, in der Lehre mache ich es zum Beispiel in Wissenschaftskommunikation so, dass die einen Beitrag erstellen sollen mit der KI zu zum Beispiel einem Thema, das sie schon eine Hausarbeit geschrieben haben, eine Bachelorarbeit, ein Referat. Also sie kennen sich irgendwie damit aus und können das dann einschätzen und können dann natürlich auch viel eher sagen, Moment, das stimmt nicht oder da müssen wir noch spezifischer werden oder fehlt noch ein Bereich, was ich sonst, wenn ich mich gar nicht auskenne mit dem Thema, natürlich überhaupt nicht hinterfrage. Mein erster Tipp wäre tatsächlich, KI nicht als ein Thema zu sehen, sondern als mehrere. Man muss sich KI nicht als ganzes Thema anschauen, sondern man kann sagen, ich möchte in die praktische Anwendung eher gehen. Ich möchte einfach mehr darüber reden, was KI für die Gesellschaft bedeutet, das reflektieren. Oder ich möchte mich mal damit auseinandersetzen, was kann das ganz konkret meinem Fach auch bringen. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber KI ist ein riesengroßes Thema, von dem man sich vielleicht als Ganzes nicht so abschrecken lassen sollte und dann irgendwo mal eine Ecke findet, wo man sagt, ich probiere das mal aus. Ein zweiter Bereich wäre wahrscheinlich tatsächlich Transparenz, also nicht gegen, sondern mit den Studierenden zu arbeiten, das durchaus auch zu thematisieren. Ich mache das tatsächlich immer. Ich bin keine Expertin, ich bin nicht ausgebildet in KI, ich bilde mich parallel aus und ich bilde mich mit den Studierenden aus. In manchen Bereichen lerne ich von ihnen mehr, in anderen lernen sie von mir. Und die Idee ist natürlich, KI einfach als Themengebiet aufrechtzuerhalten, auch anzubieten und dann gemeinsam einen guten Weg zu finden, dass man einen Mehrwert bekommt. Zuletzt vielleicht auch KI gerade in Bezug auf die Frage, wie viel Zeit möchte ich da hinein investieren, es ist immer eine persönliche Entscheidung. Das ist vielleicht kein ganzer Tipp, aber wenn man das etwas freiwilliger sieht und sagt, ich muss das nicht machen, ich muss es auch nicht gleich machen, aber ich muss einfach schauen, zu welchem Zeitpunkt passt das für mich, passt das für die Arbeit, kann ich es vielleicht auch persönlich kombinieren oder gibt es einen Bereich, der mich ein bisschen mehr inspiriert, dann geht man da vielleicht gerne hin und ansonsten es ist immer noch eine freiwillige Entscheidung, sich damit einzubringen und ich finde, das ist auch wichtig. Unsere aktuellste geplante neue Herausforderung ist unsere Future Skills Spring School mit KI-Bezug. Da geht es tatsächlich jetzt um dieses KI und ich. KI wird jetzt aktuell in vielen Fächern eher so als Tool noch gehandhabt. Was oft noch fehlt, wo auch einfach kein Raum ist bei den normalen Lehrangeboten, ist diese Reflexionsebene, auf die wir ja immer wieder zurückkommen. Und hier geht es explizit darum, wirklich zu erfahren, wie ist das vielleicht auch für mein Gefühl, für mein Fähigkeitsgefühl, für die Bedürfnisse, die ich normalerweise fühle, was für ein Verhältnis habe ich auch zu digitalen Entwicklungen und den Kompetenzen, die ich darin brauche, glaube darin zu brauchen oder vielleicht glaube nicht mehr zu brauchen. Also das ist ein Bereich, den wir uns jetzt auch verschreiben. Ansonsten, ich möchte gerne KI weiter in allen Lehrveranstaltungen so ein bisschen mal reintröpfeln, mal hier und mal da, aber eigentlich auch immer wieder thematisch als einen Fokus zu setzen. Das liegt daran, dass der Anspruch oder auch die Anforderung von den Studierenden immer wieder da ist, sich damit zu beschäftigen, auch mal konkret. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es sich doch langsam in viele Veranstaltungen immer wieder findet und dass man dadurch auch Motivation schaffen kann und eben auch ein Miteinander mit den Studierenden, die da abzuholen und die es ja vielleicht ohnehin nutzen zu Hause.